Willkommen in der Toystube. Heute ist es endlich soweit. Small Tiny Toy Store hat endlich geliefert. Das ist hier keine Werbung für den Shop. Würde ich jetzt nach der langen Lieferzeit auch nicht machen. Aber das ist endlich gekommen. Und zwar habe ich Condor, Thunderhawk, den Switchblade und den Rhino in der normalen Variante bekommen. Der SDCC Rhino ist noch unterwegs. Den zeige ich euch aber dann mit dem anderen Rhino in einem anderen Video. Heute gucken wir uns erstmal, weil es so viel ist, Condor und Thunderhawk an. Dann werden wir ein Video über Switchblade uns angucken und dann mache ich ein Rhino-Doppel-Video, wenn das andere Teil da ist. Das kommt leider wahrscheinlich aber erst am Dienstag. Und durch die Wetterbedingungen scheint das momentan auch alles ein bisschen länger zu dauern. Ja, ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das hier an, worauf ich seit langer Zeit jetzt gewartet habe, extrem gehypt war. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich erzähle es euch gleich. Ja, wie fange ich an? Gestern kam dieses Paket mit den 4 Kartons drin. Ich habe mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten gefreut, das Ganze da rauszuholen. Habe dann erstmal eine Krise bekommen, wie das verpackt war, wenn man Kartons an die Außenwand eines Umkartons legt. Da kriege ich mal so ein bisschen die Krise, weil wenn da von außen nur ein Schlag rankommt, ist sofort die Verpackung beschädigt. Aber egal, ich will jetzt nicht über den Shop meckern. Das ja, ist jetzt hier nicht mein Ziel. Wir gucken uns nämlich dieses Mask Reboot an und ich war wirklich mega gehypt. Und die haben ja gleich gestartet mit wirklich geilen Sachen. Rhino, Hammer, Condor, eins meiner Lieblingsfahrzeuge mit Vampir. Und dann Thunderhawk, jetzt nicht eins meiner Lieblingsfahrzeuge, weil ich finde das Fahrzeug nicht so schick. Aber es ist halt einfach ja, das Hauptfahrzeug mit Matt Tracker. Und jo, ich habe es ausgepackt und habe dann diese Verpackung in der Hand gehabt. Und da kam schon dieser erste Wermutstropfen, wo ich mir dachte, das fühlt sich ganz schön flimsy, dünn und ja, nicht so hochwertig an. Es ist ein Hochglanzkarton. Der nächste Punkt, der mir dann ganz stark aufgefallen ist, und das könnt ihr auch, glaube ich, hier schon ganz gut sehen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich stelle es mal aufeinander. Vielleicht kann man es dann sehen. Das Rot, und besonders stark ist es bei Switchblade zu sehen. Da ist das Rot so wie früher die Kartons, die ich aus meiner Kindheit kenne. Das hier ist jetzt irgendwie komplett unterschiedliche Rottöne. Also jeder Karton, Rhino ist am dunkelsten, hat gefühlt einen anderen Rotton. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es damals so war. Ich habe eine Zeit lang Mask-Fahrzeuge Vintage wieder gesammelt, habe dann irgendwann abgebrochen, weil es mir zu teuer wurde. Und da ist mir nicht aufgefallen, dass die Kartons unterschiedlich waren. Die hatten alle ein sattes, helles Rot und sahen alle relativ gleich aus. Vielleicht gab es mal ein, zwei Unterschiede, wenn das irgendwie ein ausländischer Karton war oder der dann halt nicht hier in Europa erschienen ist. Aber hier haben wir wirklich 3 Farbtöne oder 4 Farbtöne in diesem Fall. Und das ist echt schon mal der erste Punkt, wo ich dachte, was ist da los? Condor ist mega dunkel. Ja, dann, das ist leider bedingt wahrscheinlich durch die Sache in Europa, war hier so ein Kleinteile-Warnsticker drauf. Der war mitten hier in der Mitte rübergeklebt. Mit ein bisschen Geduld, bisschen Vorsicht könnt ihr die ablösen. Habe ich bei allen Kartons schon gemacht. Bei Condor war es am schlimmsten, weil er wirklich direkt in der Mitte einmal rüber gemacht war. Ja, da ich ja hauptsächlich verpackt sammle, hier bei Mask in dem Falle nicht, war das für mich natürlich ein No-Go und ich habe ihn sofort abgetrennt und das hat wunderbar funktioniert. Bei Thunderhawk war das Ganze hier unten drunter. Alles gut. Wir schauen uns die Boxen an. Wir haben da ein paar Bilder drauf, mit was das Teil am Ende kann. Hier an der Seite auch nochmal. Sieht richtig cool aus. Hinten dann so ein schönes Bild der ganzen Funktion. Matt Tracker mit seiner Maske. Der Disc Shooter und ja, hier auch nochmal
ein Bild oben drauf, nee, unten haben wir, oben drauf haben wir auch noch Bilder. Also alles ist hier bedruckt mit irgendwelchen Funktionen, die das Fahrzeug kann. Finde ich sehr nice. Auch bei Condor bekommen wir das Ganze einmal. Condor kommt ja mit dieser Flap hier oben. Finde ich sehr schade, weil damals war der Karton nämlich ja mit einfach nur so, ohne dass man die Flap da oben hat. Also so würde er aussehen und hätte mich mehr gefreut. Aber sie haben es irgendwie ja an die US-Line angelehnt. Ich bin jetzt nicht der Verpackungsprofi bei Maersk, deswegen seht es mir nach, wenn ich da jetzt Mist erzähle. Ja, auf jeden Fall sieht das auch gut aus. Hier auch überall Bildchen drauf, was er kann. Hier im Fall unten nicht, aber hier nochmal an der Seite. Das ist alles ganz nett gemacht. Optik der Kartons, absolut, ja, außer die Farbabweichung, eine 1+. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Erinnert definitiv an die alte Line. Ich würde sagen, wir starten mit Condor, weil das ist das Fahrzeug, wo ich am wenigsten, und jetzt droppe ich schon, dran auszusetzen habe, weil ich habe in alles schon mal reingeguckt. Das kann ich soweit schon mal sagen, weil ich das nicht vor Kamera machen möchte. Ich will das immer mir vorher ja, einmal anschauen. Ich habe es unten geöffnet. Dann kommt das Ganze in einen Kunststoffeinsatz. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Früher kamen die, glaube ich, in so Pappeinsätzen, bin ich der Meinung. Ihr bekommt hier eine Anleitung mit Sticker. Ja, auf jeden Fall, das ist dieser Einsatz hier. Ich würde sagen, wir schauen erstmal in die Anleitung. Und den Sticker schauen wir uns an. Ich bringe die in dem Video nicht auf. Ich lasse sie erstmal ab, weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, was ich mit der ganzen Sache mache. Hier seht ihr es, das ist eine Art Papiersticker, nicht mal Hochglanz oder irgendwas, kein Kunststoffsticker, es ist eine Art Papier. Auch schon mal so ein kleiner Wermutstropfen, wo ich sage, nicht ganz so cool. Dann kriegen wir diese Ausklappanleitung, die war früher in der Form ähnlich dabei. Das ist auch sehr vintage gehalten. Ich klappe das ganze Ding jetzt mal aus. Da seht ihr, hier ist ein bisschen weiß, da ein bisschen wieder irgendwelche Firmensachen. Dann haben wir hier vorne Condor drauf, das Ganze leider nicht in deutscher Sprache, sondern halt Englisch und irgendwelche anderen Sprachen. Und dann bekommen wir hier die ganzen Funktionen, die das Ding kann. Ja, es ist ähnlich, wie ihr die alten Fahrzeuge kennt, natürlich wie die alten. Obwohl ich ein bisschen sagen musste, bei einigen Fahrzeugen hatte ich echt Probleme, weil ich mir dachte, so, das ist irgendwie merkwürdig. Aber dazu kommen wir bei den Fahrzeugen nicht, sondern bei späteren Modellen. Wir machen das Ganze hier auf. Der Deckel geht hier ab, dann seht ihr das Ganze hier in der Verpackung liegen. Und da haben wir dann einmal das Fahrzeug, einmal diesen Effekt da vorne und die beiden Masken plus dieser Ständer, der auch eine Art Effekt ist. Ich würde sagen, wir starten mit der Figur. Weil da haben wir hier einmal, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, Brad Turner, so hieß er. Ja, und da starten wir schon mal mit der Optik von dem Kunststoff. Der sieht so ein bisschen, wie soll man sagen, cheap aus. Also es wirkt ein bisschen billig. Und ich habe es mir noch nicht getraut. Ich dachte, man kann diesen Effekt von der Maske abnehmen. Das geht irgendwie nicht. Ich war der Meinung, dass die Prototypen gesagt wurde, dass man den rausziehen kann. Ich habe mich es nicht getraut, weil es sitzt sehr fest. Ich habe es getestet, aber ich will es auch nicht abreißen. Deswegen steht auch in der Anleitung irgendwie, glaube ich, nicht drin. Da war ich ein bisschen skeptisch, was ich jetzt tun soll. Ich traue mich tatsächlich nicht, es abzuziehen. Wir bekommen, einmal runtergeschmissen, den guten Mann. Wir bekommen verschiedene Gelenke. Besser als früher. Er kann hier so ein bisschen Spagat machen. Wir haben die Knickgelenke an den Schienbeinen, die gab es natürlich früher schon. Wir haben die Arme, die kann man so ein bisschen seitlich hochnehmen. Das ist wirklich alles sehr, sehr nett, weil das gab es früher in der Form bei den Figuren nicht, die ja schon für ihre Größe sehr beweglich waren. Dann kommen wir zu seiner Nase. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen drauf. Der hat vorne wie eine Gussnaht an der Nase. Das sieht ein bisschen aus wie Pinocchio. Es ist, ja, ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Ich kriege den auch gerade nicht besser eingefangen. So sieht man es vielleicht ganz gut. Er hat irgendwie so einen kleinen Nubbel dran. Und ich habe immer Angst, dass die Farbe abrubbelt, wenn ich da die Maske drüber schiebe. Hier sieht man auch noch mal, was ich meine mit diesem Schiebplastik. Das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
als hätte man einen 3D-Druck in der Hand, der irgendwie mit glänzendem PLA gemacht wurde. Ich finde es wirkt ein bisschen billig, im Gegensatz zu den alten Figuren. Der Kopf natürlich mit der richtigen Bemalung diesmal ist ein bisschen geiler als bei den alten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das gefällt mir echt gut. Die Maske ist ein bisschen weich. Da könnt ihr auch wie die alten mal gucken, wie lange die halten. Die neuen brechen ja jetzt alle, also die alten brechen ja jetzt alle mittlerweile kaputt dann oftmals. Und man setzt ihn halt so auf. Soweit so gut. Es ist die Long Mask, sehr, sehr nice. Wir gucken uns die Short Mask einmal noch an. Auch da könnt ihr natürlich das Ding aufsetzen. Die passt ein bisschen schwieriger. Die gehen auch nicht so richtig ganz runter. Ihr seht es da. Von der Seite sieht er ein bisschen aus wie ein Snowtrooper. Also da, die sehen auch so matt bemalt aus. Als wenn man so eine Tabletop-Figur jetzt irgendwie mit Farben bemalt hätte. Also es sieht gut aus. Die Figur ist noch ja, das Highlight, muss man wirklich sagen. Also es ist okay. Ich bin irgendwie hier ehrlich gesagt eher bei den alten Figuren als bei den neuen Varianten. Bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir mal rein, wie ihr das Gefühl hattet, als ihr die ausgepackt habt. Ich mag die alten lieber. Die wirkten schwerer, die wirkten hochwertiger für die Größe, obwohl sie nicht so detailliert bemalt waren im Gesicht. Aber besonders bei Miles Mayhem, kommen wir im anderen Video dazu. Das sieht aber soweit echt okay aus. Kommen wir zu diesem kleinen Effekt hier. Der ist, wie ihr seht, schon verbogen. Das ist ein biegsamer Kunststoff. Und ja, ist okay. Ich finde das cool, dass so eine Effekte dabei sind. Gab es damals nicht. Ist eine nette Sache. Hätte ich, glaube ich, damals als Kind auch ganz gern gehabt. So, kommen wir zum Fahrzeug. Und da seht ihr schon, ich habe es jetzt erstmal auf diesen Ständer gestellt. Das ist eine coole Sache. Das finde ich eine tolle Ergänzung, ob man es haben braucht oder nicht. Ich müsste es nicht haben. Ich finde es aber geil, dass es dabei ist. Und deswegen haben wir hier dieses Ding, da könnt ihr das Rad reinstellen. Da seht ihr es, da ist so eine Vorrichtung. Und dann habt ihr diesen Burnout-Effekt, dass er gerade, keine Ahnung, richtig losheizt. Es sieht cool aus, ist schön gemacht, ist so ein weicher Gummikunststoff. Kann man, ja, nichts falsch machen. Das Ding ist wirklich abgesegnet und eine tolle Sache. Kommen wir zu dem Effekt. Hier vorne ist so ein kleiner, wie soll man das sagen, gefederter Mechanismus. Das ist schwer zu erklären. Man sieht es vielleicht da hinten drin, da ist eine Feder drunter. Warum das federgelagert wurde, ist mir ein bisschen unklar. Vielleicht damit man den Effekt so ein bisschen runter machen kann. Weil ihr nehmt jetzt den Effekt, steckt den letztendlich hier vorne drauf und dann wahrscheinlich muss man es ein bisschen runter machen, damit er richtig drin ist. Sieht halt ein bisschen komisch aus, weil er so ein bisschen gebogen ist vorne. Aber ansonsten sieht es ja nett aus. Ich persönlich brauche die Effekte nicht zwingend, aber auch hier schön, dass er dabei ist. Das Fahrzeug. Kommen wir zum Rollen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil wie bei den alten. Die waren ein bisschen besser unterwegs auf ihren Rädern. Condor wirkt aber im ersten Moment auf mich tatsächlich ein bisschen wie die Vintage-Variante. Ich kann es nicht mehr vergleichen so richtig, weil ich natürlich keine habe. Aber es macht noch den besten Eindruck auf mich. Und das Ganze natürlich mit seinen Action-Features. Ihr könnt es hier ausfahren, ihr könnt das Ganze hier nach oben machen, zack, dann habt ihr hier das Teil, hier hinten kann man jetzt noch so ein Ding rausziehen, das hatte glaube ich der alte nicht, da hat man dann, ja, damit er so ein bisschen nach hinten geneigt stehen kann, auch das wirklich nett und dann sind diese Flügel hier eingehakt. Und jetzt kommen wir zum ersten Knackpunkt. Die sind, wenn man sie hoch macht, man klickt sie raus. Ich weiß nicht, wie es beim alten war, aber hier habe ich das Gefühl, hängen die ein bisschen sehr stark durch. Ich kann mich täuschen, aber das sieht ein bisschen wild aus. Hier hinten seht ihr eine Feder drin. Ich weiß nicht, ob das beim alten auch war, muss ich auch gestehen, weiß ich nicht. Weil man kann das Ganze natürlich auch wieder nach hinten machen und auch wieder nach vorne drücken. Ich glaube, der alte hatte keinen federgelagerten Mechanismus, ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ansonsten, was soll man sagen? Es sieht gut aus. Es ist wirklich
okay. Außer dass die Flügel so ein bisschen oder die Rotorblätter durchhängen. Das Gefühl hatte ich, glaube ich, bei dem alten nicht oder ich kann mich nicht dran erinnern. Hier macht man den Mask-Aufkleber drauf, da drin macht man das Cockpit drauf. Ob ich den Mask hier draufklebe, weiß ich gar nicht, weil ich finde, das sieht so ganz geil aus. Muss ich mal noch gucken, was ich mit den Aufklebern mache. Vielleicht lasse ich Condor tatsächlich auch so, wie er hier ist. Ja, vielleicht. Mal schauen. Dann haben wir noch Brad Turner, den setzen wir jetzt natürlich mal rein. Dazu mache ich jetzt aber einmal wieder die Motorrad-Variante. Die Flügel klickt ihr einfach wieder ganz normal hier rein. Dann ist das Ganze da fest. Ich setze Ihnen jetzt mal die Short Mask auf. So, gucken wir mal, wie wir ihn da reinkriegen. Das ist schon mal nicht ganz so leicht. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den muss man ganz schön reinpressen, den guten Mann. Da kann ich mich auch nicht dran entsinnen, dass das bei den Alten so war, weil die Beine auch immer so ein bisschen auseinander gehen. Das liegt nicht so richtig fest an, muss man sagen. Die Alten waren, glaube ich, sehr gerade. Das ist hier nicht der Fall. Also auf jeden Fall so optisch geil, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt's. Condor ist gut gelungen, auch wenn man hier ganz schön reinpressen muss, die Beine. Dann sind sie aber echt zusammengedrückt gewesen. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich eng hier drin. Und da fehlt mir jetzt echt der Vergleich, muss ich wirklich sagen. Okay, sind wir durch mit Condor. Ich würde sagen, wir gehen zum Thunderhawk. Ich packe den Kandidaten mal wieder ein. Und dann gucken wir uns Thunderhawk an. Da kommen ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Der hier ist gerade noch okay, außer die hängenden Rotorblätter. Ja, und so, ja, so ein, zwei Mankos bezüglich der Figur. Ist das wirklich eine gute Umsetzung? Jo, starten wir mit Thunderhawk. Kommt auch in einem Kunststoffeinsatz. Sticker haben wir hier ein paar mehr dabei. Auch so ein bisschen, ja, wirken nicht ganz so papiermäßig, finde ich. Ich hole jetzt in dem Fall hier mal nicht raus, aber die bringe ich dann noch in Ruhe auf. Wir gucken uns das Ding jetzt ohne Sticker an und schauen da einmal rein. Auch da kommt wieder so ein Deckel drüber. Muss man hier so ein bisschen anliften und dann kann man in das Ganze reingucken. Ich würde sagen, so sieht das einmal aus. So ist das alles angeordnet. Das ist wirklich okay. Was ich nicht mehr weiß, sind diese Punkte hier auch bei dem alten gewesen? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, was das hier bedeutet. Kann man damit irgendwas magnetisch aufnehmen oder? Also da bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen. Egal, wir gucken uns einmal Matt Tracker an. Da haben wir ihn, den Anführer von Mask. Mobile Armor Strike Command, Matt Tracker. Geile Umsetzung, sein Kopf sieht wirklich echt gut aus. Finde ich sehr, sehr gelungen. Kann man nicht meckern. Gelenke wie bei den anderen Figuren und vielleicht könnt ihr schon sehen, wenn ihr genau hinguckt, achtet mal auf seinen linken Oberschenkel, allgemein das ganze Bein. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form bemalt wurden, dass das dreckig wirken soll. Auf jeden Fall ist das Bein dunkler als das rechte. Da war ich schon so ein bisschen geschockt, wo ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Warum sieht denn der so komisch aus? Und ja, da ist irgendwie der Kunststoff anders eingefärbt. Das ist schon mal wirklich strange. Wer mehr Infos dazu hat, schreibt es mir gerne rein. Ich habe vorhin nichts über den Kopf gesagt. Den könnt ihr natürlich so ein bisschen drehen. Es geht sehr, sehr schwer. Ob er auf dem Kugelgelenk sitzt, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, sind die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht einmal anwärmen mit dem Föhn, damit es leichter geht. Keine Ahnung. Sieht aber sonst echt gut aus, die Figur. Und wir bekommen natürlich seine Maske. Und das ist einmal die Long Version mit Effekt. Geiler Effekt. Sieht nett aus. Maske sehr schön chrom lackiert, so ein bisschen, sehr glänzend. Kann man nicht meckern, sieht wirklich toll aus. Und wir haben natürlich die Short Mask. Das ist einmal die Variante hier. Und die sitzt wirklich sehr locker auf seinem Kopf. Aber auch das sieht gut aus. So richtig abschließen tun die alle irgendwie nicht. Aber
gut. Ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich finde es völlig okay. Es sieht nice aus. Da kann man nichts zu sagen. Was ich noch gar nicht getestet habe, wir haben hier in der Mitte anscheinend auch... Nee, anscheinend nicht. Ich dachte, man kann den Körper mittig noch drehen. Nee, das probiere ich lieber nicht. Sonst habe ich hier gleich 2 Teile in der Hand. Aber, ja, das ist einmal die Matt-Tracker-Figur. Kommen wir zum Zubehör. Wir haben einen Disc-Shooter. Da kommen 2 so eine kleinen Hockey-Pucks. Die kann man da einfügen. Und dann kann man diesen Mechanismus hier nach hinten ziehen. Und das ist wirklich mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil das Ding, ich kann es kaum in der Hand halten, ohne dass es von alleine nach vorne springt. Der Mechanismus ist wirklich nicht gut. Man zieht es nach hinten, hier unten ist ein Knopf und dann löst man ihn aus. Das Ding löst aber auch bei der kleinsten Erschütterung aus. Man muss nicht mal den Knopf drücken. Also das Ding wirklich... Le Katastrophe. Wir werden das Ganze hier mal aufladen und dann werden wir das Ding mal abfeuern. Schaut einmal zu, wie ich hier meine Pappe beschieße. Ja, so richtig geil geflogen ist das jetzt auch nicht. Bleibt hier auch einfach zu doof. Ich probiere es nochmal. Okay, ready. Naja, es ist, entweder kapiere ich den Mechanismus nicht oder er ist wirklich so schlecht. Ist okay. Das ganze Ding könnt ihr dann beim Fahrzeug irgendwo drunter hängen. Ich bin der Meinung hier. So, den Disc Shooter könnt ihr hier drunten, genau, hier unter einstecken. Ja, ist jetzt eine Funktion, ich muss sie nicht haben. Ist einfach zu klumpig, das Ding. Aber... Ihr habt das Ding mit dabei. Wer es haben möchte, ja, kann es anmachen. Wir bekommen 2 kleine Bomben neben diesen beiden Pucks. Die kann man dann auch noch abwerfen. Finde ich sehr schön. Gab es damals in der deutschen Version nicht. Die wurden ja entschärft, weil, oh, böse Waffen. Aber das Ding ist auf jeden Fall jetzt mit dabei in doppelter Ausführung. Die könnt ihr hier unten einfügen. Da muss ich jetzt allerdings auch gucken, mal schauen wie. Keine Ahnung, ob das richtig rum ist. Und dann muss ich jetzt gestehen, ich weiß gar nicht, wo ich sie auslöse. Ja, die Bomben sind dann drin. Ich weiß jetzt auch, wo man sie auslöst. Ihr macht das Ganze hier hoch mit dem Knopf, dann geht das alles hier auf. Wir haben die typische Flugpose und dann geht ihr hinten an die Auspuffteile, drückt drauf und dann fallen die Bomben einmal raus. Das ist ganz nice, finde ich gut gemacht. Hatte ich damals nicht die Funktion, deswegen das schon mal eine schöne Sache. Ihr bekommt hier auch diese Effekte mit dazu. Die könnt ihr hinten natürlich reinstecken. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn das federgelagert ist. Da seht ihr die Effekte hinten dran. Das auch nett. Dann hat man so ein Düsenteil da im Prinzip dran, wenn das Ding fliegt. So ein bisschen so ein Boost hinten raus. Das ist nett gemacht. Wie gesagt, die Effekte finde ich eine tolle Ergänzung in all den Dingern, in all den Sets. Sehr, sehr schön. Und dann kommen wir hier zu den Tragflächen. Die hängen ein bisschen durch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, die hängen sehr durch. Ich glaube, bei dem alten Fahrzeug standen die immer so hoch. Ich habe jetzt leider auch nicht mehr die große Erinnerung dran, ob die auch so ein bisschen runterhängen. Und dann konnte man ja hier an der Seite die Waffen rausziehen. Das klappt auch alles wunderbar, sind auch schön verchromt. Allerdings ist das hier der größte Wackelkram, den man sich irgendwie vorstellen kann. Das ist so ein Wackelgedöns. Und wenn das dann ausgezogen ist, hängen die Tragflächen noch weiter runter. Ja, ist qualitativ nicht wirklich sehr hochwertig gemacht hier. Das wirkt sehr billig. Und wenn wir zu qualitativ hochwertig gehen, ich zeige einmal kurz das Cockpit. Da ist ein kleiner Aufkleber schon drin. Da sieht man schon so ein bisschen Cockpit. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wir haben das Lenkrad, wir haben so geriffelte Sitze und wir haben den Gurt, der früher aus Gummi war. Der ist jetzt mittlerweile nur noch Kunststoff. Und man hat wirklich Angst, dass der kaputt bricht, wenn man da auch nur zu lange mit rumspielt.
Auch den finde ich qualitativ nicht gut gelöst. Map Tracker könnt ihr jetzt natürlich nehmen und könnt versuchen, ihn hier reinzusetzen. Ich probiere das mal. Immer schwierig, wenn man so an der Kamera vorbei arbeiten muss. Und an dem Gurt vorbeikommen. Ich kriege es jetzt nicht hin, wenn die Kamera im Weg ist. Also ihr könnt ihn da reinsetzen. Ich weiß, dass es damals auch schon eine Katastrophe war, Map Tracker in sein Auto reinzukriegen. Also demnach, ich habe es auch früher mal wenig gemacht, muss ich gestehen, dass der wirklich im Auto saß, weil das damals schon eine Katastrophe war, mit dem Gurt den da ranzubekommen. Der Gurt ist da mit so einem nicht Gummi, sondern mit so einem Nupsi, den versenkt man dann da in seiner Rückenlehne. Das ist soweit dann ja okay, wenn er nicht so brüchig wäre. Ansonsten, was soll ich sagen, Verarbeitung vom Fahrzeug wirkt eher billig. Er rollt auf jeden Fall sehr, sehr toll. Das ist wirklich echt wie damals. Da war das auch so das bestfahrenste Gefährt mit. Das alles wunderbar, kann ich nicht meckern. Aber die Qualität, ich mag die Qualität tatsächlich nicht. Es ist alles sehr locker, es wirkt alles sehr brüchig, es ja, sieht zwar optisch toll aus, aber es fühlt sich nicht toll an. Und ja, die Mechanismen, die bei den alten Fahrzeugen heute stellenweise noch Bombe funktionieren, funktionieren hier auch, aber man hat das Gefühl, drückt man nicht zu oft, sonst geht mir was kaputt. Also das auf jeden Fall nicht ganz so das Highlight. Ich hole dir nochmal Matt mit ins Bild mit den beiden Helmen, die wirklich ja echt okay sind. Dass man das nicht abnehmen kann, wenn man es kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich ziehe da nicht dran. Ich werde mir ab jetzt auch andere Videos angucken, weil das habe ich vorher nicht gemacht. Was da die Leute zu sagen zu den ganzen Spaß hier. Hier nochmal alles im Bild, was so dabei ist. Ja, ist okay. Aber auch ehrlich gesagt eine der größten Enttäuschungen, seit ich Toylines sammle. Es ist mit Abstand von der Qualität her das Schlechteste, was ich seit langem in der Hand gehalten habe. Und da wirklich haltet euch fest, wir sind hier am Anfang. Das sind noch die beiden besseren Fahrzeuge. Das Grauen, das folgt. Und das ist wirklich der Truck. Da habe ich was ausgepackt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Es ist, wow, da habe ich schon kurz überlegt, ob ich es einpacke und wirklich wieder zurückschicke. Es ist wirklich das Geld nicht wert. Und ich bin sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback gespannt, was ihr von den Mask-Fahrzeugen haltet. Und ja, ob ihr genauso enttäuscht seid wie ich. Von Hype zur Enttäuschung war hier wirklich echt, puh. Also ich habe es so noch nicht erlebt, wirklich. Viele meckern über McFarlane-Figuren oder sonstiges. Also dagegen ist McFarlane wirklich Gold, muss man echt sagen. Was The Loyal Subjects hier auf den Markt geschmissen hat, das grenzt schon ein bisschen an Fanvergewaltigung, muss man ehrlich sagen. Also das ist harter Tobak für Mask-Fans. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie die Toyline weitergeht. Ich bin gespannt, wie The Loyal Subjects mit der Kritik umgehen wird, weil ich möchte wetten, ich bin nicht der Einzige, der das nicht gut findet. Und ich habe tatsächlich vorher keine Videos geguckt, um einfach unvorbereitet daran zu gehen, mir das anzugucken und dieses Gefühl selber zu haben, oh geil, das ist wie damals. Aber das ist leider absolut nicht der Fall. Es ist qualitativ nicht wie damals. Schade. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo natürlich, wer noch weitere Sachen sehen möchte, wer noch kein Abo gemacht hat. Und schreibt mir wirklich rein, wie eure Erfahrung mit diesen Fahrzeugen ist. Es würde mich super interessieren, ob ich hier alleine auf dem falschen Weg bin oder ob ihr genauso denkt über das, was ihr da bekommen habt. Und optisch bleibe ich dabei, ist es ein Kracher. Also, ich bin raus, bleibt flockig, tschüss.